Hallo und herzlich willkommen. Heute habe ich einen super einfachen, leckeren Baklava-Rezept und zwar gerollte Walnuss-Baklava-Rezept. Geht super schnell und ist mega, mega lecker von der Zusammensetzung und Kombination. Und es ist so knusprig, wirklich. Und dadurch, dass es so knusprig ist, wird auch so wenig Sirup aufgenommen. Und da ist es auch nicht so süß, wie manche so denken. Baklava, ah nee, das ist zu süß für mich. Also wirklich ein einfaches Rezept, das kann jeder nachmachen, geht mega schnell. Und ja, vielen Dank schon mal fürs Zuschauen und viel Spaß. Ich hoffe, euch gefällt das Rezept und ihr probiert das mal aus. Und lasst mich wissen, wenn ihr das mal ausprobiert habt. Und ich würde mich freuen. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen. Und da fangen wir schon mal mit der Zubereitung und Zutaten an. Für den Sirup brauchen wir 2 Tassen Zucker und 2 Tassen Wasser. Also wirklich die Menge immer 1:1 gleich nehmen. Ihr könnt natürlich auch mehr machen, wenn ihr es benötigt, aber für mein Rezept hat es ausgereicht. Das Ganze gut umrühren, bis sich der Zucker löst und dann geben wir noch einen Esslöffel Zitronensaft dazu, damit das Ganze dann nicht fest wird. So, den Sirup bringen wir zum Kochen, bis dann so eine dickflüssige Flüssigkeit entsteht. Also wenn ihr zwischen den Fingern so habt, also klebt, dann ist die Konsistenz genau richtig. Ich gebe noch ein bisschen Safran dazu, das ist optional, ihr müsst das nicht machen. Es würde auch ohne funktionieren. Für den Teig brauchen wir 520 Gramm Mehl, also etwa 4 Tassen habe ich da genommen. Und dann 2 Eier dazugeben. Dann brauchen wir 35 Milliliter Öl und 40 Milliliter Wasser. Ich habe noch 2 Esslöffel Essig dazu gegeben und eine Packung Backpulver. Und wir brauchen noch ein Prise Salz dazu und 3 Esslöffel Joghurt, also Naturjoghurt habe ich dazu gegeben, damit der Teig geschmeidiger wird. Das Ganze dann gut mischen, bis dann einen schönen elastischen Teig entsteht. Genau, und wenn ihr merkt, dass der Teig noch ein bisschen zu fest ist oder zu trocken ist, dann könnt ihr noch ein bisschen Wasser nach und nach dazu geben. Ich habe nochmal 40 Milliliter Wasser dazu gegeben, weil mein Teig noch zu trocken war und habe das Ganze nochmal geknetet und lasst dann den Teig etwa 10 bis 15 Minuten zugedeckt ausruhen und machen wir dann weiter. Den Teig dann durch 3 gleichmäßigen Stücke teilen und zu einer Kugel formen. Die anderen 2 Teile dann zudecken und wir machen dann mit den einen Kugelchen dann praktisch weiter. Also zum Ausrollen brauchen wir Speisestärke oder Maisstärke, Hauptsache Stärke. Und dann rollen wir den Teig aus, also wirklich so weit es geht. Und wirklich viel Speisestärke drauf geben, damit dann beim Zusammenfalten der Teig nicht zusammenklebt und ihr dann später den Teig wieder gut auseinandernehmen könnt. So, ich habe erstmal den ersten Kugel fertig und mache das gleiche dann mit den 2 anderen Stücke.
So, jetzt rollen wir den Teig wieder auseinander. Und wenn ihr das habt, also auch wenn ihr mal merkt, dass der Teig halt gerissen ist wie bei mir, das ist alles kein Problem, weil ihr das dann zusammenrollt. Das ist nicht so schlimm. Dann ein bisschen Butter oder Öl auf den Teig geben und gut verteilen. Und wenn ihr das Ganze dann habt, brauchen wir dann halt 300 gemahlene Walnüsse mit Zucker. Das dann schön großzügig draufgeben und verteilen. Ihr braucht dann so einen schmalen, langen Nudelholz, um dann den Teig gut zusammenzurollen. Also ich habe jetzt die Kanten auch zusammengefalten, weil der Teig doch schon ein bisschen größer ist als mein Nudelholz. Und so würde ich das Ganze nicht gut rollen können, deswegen habe ich das gefalten. Ja, also wirklich langsam dann alles zusammenfalten und bis das Ganze dann durch ist, dann nur noch leicht zusammendrücken und den Holznudel dann einfach rausziehen. Und wir schneiden das Ganze wirklich nur ein Fingerbreit. Ihr könnt natürlich auch breiter schneiden, aber ich finde diese Variante halt schöner. Das Ganze dann in eine Backform geben und sortieren. Und wir brauchen dann nochmal 250 Gramm geschmolzene Butter. Die geben wir dann auch drauf. Und backen dann das Ganze wirklich bei 150 Grad, also wirklich niedrige Temperaturen, für 45 Minuten, damit es dann richtig schön goldbraun wird und sehr knusprig. Anschließend dann den Zuckersirup drauf geben und lassen das Ganze dann abkühlen. Und am besten dann das Ganze wirklich im Kühlschrank lagern. Kalt schmeckt es immer viel besser. Und zum Dekorieren nehme ich hier Kokosnuss. Ihr könnt natürlich auch Pistazien nehmen. Schmeckt genauso, beziehungsweise sieht genauso gut aus. Macht so, wie ihr das halt wollt. Ne? Und ja, viel Spaß beim Nachbacken und vielen Dank fürs Zuschauen, fürs Zuhören. Ähm, Ich würde mich über einen Kommentar oder ein Like freuen. Vielen lieben Dank. Bis demnächst. Bleibt gesund.